Ich bin dir sehr dankbar, dass du das Ganze für mich tun wirst. Wenn ich dir damit helfen kann, kaufe ich noch ein paar Schlösser für dich. Du sollst nicht kaufen. Du sollst sie nur einige Zeit hinhalten. Die Leute wollen unterhalten werden. Modernes Design, cooles Outfit. Naja, und nicht so einen düsteren Schuppen. Früher hat man so die Kneipen gemacht. Wir sollten den Laden gewaltig umbauen. Willst du ihn lieben, achten und ehren, solange du lebst? So antworte mit Ja. Ja. Das ist auch der Tag, an dem ich vertauscht worden sein soll. Zwischendurch war ich tatsächlich für ein paar Tage in einem Krankenhaus. Du warst im Krankenhaus? Aber wieso denn? Ja. Ich war auf der Straße zusammengebrochen. Kreislaufkollaps. Und wann war das? Ja, ein paar Tage nach eurer Geburt. Aber ob das der 5. Januar war, das kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen. Aber ich kann es bestimmt rausfinden. Das heißt, die Frau könnte recht haben? Durchaus möglich. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Was für eine Dreistigkeit, in eine Kirche einfach so reinzuplatzen. Hausfriedensbruch, ja, so nennt man das wohl. Sehr ärgerlich, sowas. Ich hoffe ja nur, dass dieser Vorfall die Stimmung nicht ernsthaft betrübt hat. Oh, das sehe ich nicht so. Gäste scheinen sich wunderbar zu amüsieren. Übrigens, was halten Sie davon, wenn wir endlich dieses lästige Sie zwischen uns abschaffen? Wo wir doch schon eine gemeinsame Tochter haben? Gern. Christoph? Arno. Milchbeutel, hast du schon gepackt? Nö, das mache ich morgen früh. Da vergisst du wieder die Hälfte. Ach Quatsch, zur Not kaufe ich mir halt was Neues. Ach, so, dann nimm doch gleich alles mit. Ist ja schon gut. Ja, jedenfalls hast du was Spannendes zu erzählen, dem Ecki. Ja, das kannst du dir laut sagen. Allein schon, wie sie die ganze Zeit mit ihrem Blindenstock rumgefuchtelt hat. Also es war ja wohl wirklich der Mega-Hammer. Wo ist denn die überhaupt abgeblieben? Keine Ahnung, ist genauso plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht ist. Ich find's nicht schade. Verstehst du nicht, was Clarissa eben gesagt hat? Es stimmt, was die Alte behauptet. Vielleicht. Sie hat gesagt, vielleicht, Jan. Was redest du da? Es muss stimmen. So einen Zufall kann's doch gar nicht geben. Julia begreift doch endlich. Wir können uns lieben. Und niemand auf dieser Welt kann uns daran hindern. Jan, hör doch auf. Es ist zu spät. Wieso? Wir könnten ganz von vorne anfangen. Irgendwo, zu zweit. Das wäre die Chance. Komm doch mal zu dir. Es ist überhaupt nichts bewiesen. Und ich bin verheiratet mit Tim. Na und? Na und? Jan, ich liebe Tim. Und daran wird das Geschwätz dieser Verrückten nichts ändern. Also lass mich in Ruhe. Und wenn sie recht hat, was dann? Willst du unglücklich werden? Was willst du denn hier? Könntest du vielleicht das nächste Mal anklopfen? Ich soll anklopfen? Was soll das denn? Wir haben was Persönliches zu besprechen. Was Persönliches? Ja. Es ging noch mal um die Verrückte in der Kirche. Ja, das dachte ich mir schon. Aber wenn du glaubst, du kannst aus dem blöden Geschwätz der Alten für dich Kapital schlagen, hast du dich getäuscht. Julia und ich lieben uns. Egal, ob die Alte recht hat oder nicht. Oder? Natürlich, wir gehören zusammen. Hast du das jetzt kapiert? Also dann lass Julia jetzt endlich in Ruhe! Wenigstens hat Florian sich gemeldet.
Obwohl es ein starkes Stück ist, sich einfach so aus der Affäre ziehen zu wollen. Da hätte ich ihm doch mehr zugetraut. So etwas lässt sich nicht mit einem Telegramm erledigen. Das werde ich ihm auch klipp und klar sagen, wenn ich ihn sehe. Ja, wenn. Fragt sich, wann das sein wird. Wo er doch seiner neuen Flammen nachreißt. Ach, keine Sorge, der taucht schon wieder auf, sobald ihm das Taschengeld ausgeht. Notfalls werde ich auch einen kleinen Überraschungsbesuch bei euch machen. Nein, nein, so lassen wir uns nicht abspeisen. Mal was anderes. Was haltet ihr davon, wenn wir einen kleinen Spaziergang machen? Ich würde zu gern den Schlosspark sehen, wenn ich schon mal hier bin. Natürlich, gerne. Möchtest du dich an dieser kleinen privaten Führung beteiligen? Aber mit dem größten Vergnügen. Wo steckt denn eigentlich das Brautpaar? Keine Ahnung. Pflegt man hier vielleicht noch den Brauch der Brautentführung? Ich glaube nicht. Ich schätze, die beiden haben es sich einfach mal nur ein bisschen gemütlich gemacht. Und? Hast du jetzt auch Lust aufs Heiraten gekriegt? Ach, bloß nicht. Nachher taucht bei mir auch so eine alte Schachtel auf und behauptet, ich sei nicht so viel Lewinsky. Aber das glaube ich kaum. Du bist ja schließlich keine Millionenerbin. Weiß man's? Vielleicht bin ich als Baby vertauscht worden. Na, ihr scheint euch ja gut zu amüsieren. Es wird ja auch einiges geboten. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich behauptet gleich jemand, Tim ist gar nicht Tim. Oh, hör bloß auf. Ich denke, Julia findet das nicht so lustig. Na, wahrscheinlich. Sophie, kommst du mal? Ich möchte gern was mit dir besprechen. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt hat Clarissa auch noch Öl ins Feuer gegossen. Aber ich glaube die ganze Geschichte nicht. Ich höre jedenfalls zum ersten Mal davon, dass sie damals im Krankenhaus war. Es hat sich immerhin 20 Jahre Zeit gelassen, ihr von ihrem Sohn Jan zu erzählen. Wenn die Sache mit dem Krankenhaus auch stimmt, das heißt noch lange nicht, dass Julia vertauscht worden ist. So einfach geht das nicht. Ja, denk doch nur an die Knochenmarkspende mit Jan. Also, das ging doch nur, weil Jan und Julia Geschwister sind. Stimmt. Nee. Die Frau will Geld, das rieche ich förmlich. Bin ja noch mal gespannt, ob da noch mehr hinter diesen Stürzen steckt. Die haben jetzt erstmal einiges zu kauen. Du hast ihnen diesen Bissen doch nicht zufällig serviert. Ich? Wie kommst du denn auf die Idee? Wo ich mir doch keinen besseren Schwiegersohn denken kann als Tim. Das tut gut. Von der ganzen Steherei tun mir total die Füße weh. Ich merke auch meine Knochen. Früher war ich besser im Training, als ich noch jeden Abend in der Kneipe stehen musste. Womit wir vermutlich beim Thema wären? Nur nebenbei. Was würdest du zu einer Woche Urlaub sagen? Urlaub? Ja, bei mir in Frankfurt. Das würde dir gut tun. Mal so richtig ausschlafen, schön essen gehen, bummeln. Vielleicht auch mal einen Ausflug ins Elsass. Wäre das nichts? Doch, das wäre was. Aber was wird mit der Kneipe? Die kann Gero übernehmen und Cleo hilft ihm. Haben die überhaupt Zeit? Natürlich, Gero verbringt doch sowieso einen halben Tag im Off-Limits. Das stimmt. Ja, ich meine, Cleo wollte sowieso eventuell den Job im Varieté aufgeben. Na also, wo liegt das Problem? Tja, also wenn du meinst, die schaffen das? Natürlich schaffen die das. Gero ist doch ein alter Hase und Cleo hat viel dazugelernt. Also, willst du oder willst du nicht? Wenn du mich so ganz direkt fragst, ich will. Ich will sehr gerne. Oh, gut. Dann rede ich jetzt gleich mal mit Gero. Ja, ich hole ihn. Nein, lass mal. Ich gehe rüber und sprich mit ihm allein. Allein? Ja, das ist nicht für deine Ohren bestimmt. Ja? Kein Hunger? Nein, mir ist der Appetit vergangen. Also ich muss zugeben, Christoph hatte recht. Das hat eure Köchin toll hingekriegt. Dann ärgerst du dich also nicht mehr, dass er deinen Partyservice abbestellt hat? Ich ärgere mich heute überhaupt nicht mehr. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Gero? Ihr müsst den Nachtisch probieren, der ist echt genial. Isst du mal erst. Dann kannst du mir gut zuhören. Ich möchte nämlich was mit dir besprechen. Hinter meinem Rücken. Genau. Deshalb würde ich an deiner Stelle auch erst mal was essen. Worum geht's denn?
Ich wollte Sophie für eine Woche zu mir nach Frankfurt einladen. Sie braucht dringend mal Tapetenwechsel. Könntest du in der Zeit die Kneipe übernehmen? Mit Cleo? Mit Cleo? Ja, ich glaube, man kann ihr noch mal eine Chance geben. Und du wirst schon darauf achten, dass sie nicht wieder Klavierstunden gibt. Na schön. Aber was soll diese Heimlichtuerei? Ja, Moment, das ist ja noch nicht alles. Ich will in der Zeit die Kneipe umbauen lassen. Als Überraschung für Sophie. Und du müsstest die Handwerker beaufsichtigen. Ach so. Und wenn Sophie dann zurückkommt? Aber ich meine, was ist, wenn ihr der Umbau nicht gefällt? Der wird ihr gefallen. Ich werde einen erfahrenen Spezialisten damit beauftragen. Ja, und wenn nicht, dann, soviel ich weiß, sie will sich ja sowieso beruflich langfristig verändern. Ja, das Fest ist wirklich hervorragend organisiert. Hm? Was? Ja, das Fest ist wirklich wunderbar. Ist klar, viel Spaß noch. Du machst das sehr gut. Freundlich, ein wenig herablassend, wie es sich für eine Dame von Familie gehört. Danke. Übrigens, der Mayor hat die Anzahlung überwiesen. Damit dürfte das hier deine letzte Gelegenheit sein, etwas Schlossherrin zu spielen. Du solltest es genießen. Er hat bezahlt? Ja, endlich. Hallo, Sophie. Na, was sagen Sie zum Essen als Profi, meine ich? Köstlich. Einfach super. Haben Sie denn schon die Desserts probiert? Es gibt eine ausgezeichnete Bayerisch-Creme. Und die würden Sie empfehlen? Unbedingt. Kommen Sie, wir holen uns eine Portion. Okay. Du entschuldigst uns? Natürlich, geht. Ben hat mir erzählt, dass du mir die Anzahlung geleistet hat. Ja, aber sicher. Ben soll nicht merken, dass der Verkauf eine Finte ist. Ja, und warum haben Sie mich nicht rechtzeitig informiert? Aber das tut mir leid. Das habe ich im Augenblick bei dem ganzen Trubel ganz vergessen. So eine Riesenfeier ist schon eine großartige Sache. Aber ich glaube, ich würde lieber im kleinen Rahmen heiraten. Das wäre mir zu langweilig. Ich würde das als große, mega Techno-Hochzeit aufziehen. 3 Tage Dauer-Rave. Und die Blumenmädchen müssten kleine Pärchen schmeißen statt Reis. Also ich glaube, dass da deine Braut auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, oder? Wieso? Wenn ihr das nicht passt, dann hat sie eben Pech gehabt. Also, ich finde die Feier ein bisschen popelig. Ja, ich hätte mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber offensichtlich hat Christoph jeden Sinn für Stil verloren. Oder er wollte einfach etwas Rücksicht nehmen. Seine neue Verwandtschaft könnte vom Glanz geblendet werden. Es kommt eben davon, wenn man so weit unter seinem Stand heiratet. Da riecht es gleich nach kleinbürgerlichem Mief. Hallo, Tanja. Ein wunderbares Fest, nicht wahr? Findest du? Ja, so ein Schloss macht schon sehr viel her. So als Kulisse. Ach, nur schade, dass ihr schon so bald hier raus müsst. Ja, was soll man machen? Was ist dieser De Meer eigentlich für ein Landsmann? Holländer, Belgier? Südafrikaner. Naja, wie auch immer. Ich musste auch lernen, ohne all das hier zu leben. Und ich war immerhin 20 Jahre lang Herren auf Friedenau. Und dann müsstest du auch überstehen. Alle mal herhören. Ich werfe jetzt den Brautstrauß. Denk dir schon mal eine gute Ausrede aus, Gero. Ich bin sehr gut empfangen. Ich darf ja leider noch nicht wieder. Sehr komisch aus, wenn eine verheiratete Frau einen Strauß fängt. Ja. Ich gehe da mal kurz frische Luft schnappen. Ach, von wegen. Du bleibst schon hier. Das bringt Glück. So oder so. So. Nicht drängeln, die ältere Dame da vorn. Schieben Sie doch das Mädchen nicht zur Seite. So, du machst die Augen zu und drehst dich um. Damit es nachher nicht heißt, dass du jemanden bevorzugst. So, ich bitte um etwas Ruhe. Gut, dann fange ich jetzt mit dem Countdown an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Es musste ja so kommen. Wieso? Ein Brautstrauß ist immer ein gutes Omen. Ja, ich würde es ihr wünschen. Ich verstehe einfach nicht, warum Florian so gemein zu mir ist. Ich habe ihm noch nichts getan. Ach komm, vielleicht hat sich das mit der Liebe seines Lebens in ein paar Tagen auch schon wieder erledigt. Na toll. Und dann sitzt er aber immer noch in München. Ja, was soll's, der will sowieso nicht mehr. Wieso? Da meinst du, der hätte sich nach München verzogen, wenn er noch irgendwie an mir hängen würde? Und ich habe doch auch gemerkt, wie komisch er ist. Wie komisch? Er war so verschlossen. Ganz anders als sonst. Er hat mit Sicherheit nur auf die Gelegenheit gewartet für einen Absprung. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Oh Gott, weil ich gehofft habe, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Da erzähle ich alles Mögliche. Und dann ist es doch wieder okay. Vielleicht wollte ich es auch einfach nur nicht wahrhaben. Was weiß ich. Aber dass er das so macht, das hätte ich einfach nicht erwartet. Oh. Ich muss mich erst noch an den neuen Namen gewöhnen. Also, ich finde, der klingt sehr gut. Der klingt wie Shisander. Ja, Oh. stimmt. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ja, stimmt. Nein, ich wollte gerne Tims Namen annehmen. Naja, ich meine, als du jung warst, da stand ja auch noch gar nichts anderes zur Debatte, nicht wahr? Ja, das stimmt. Heutzutage könnt ihr wählen. Ihr hättet euch ja auch einen Doppelnamen aussuchen können, oder? Ja, daran haben wir natürlich auch gedacht. Aber wir sind dann ehrlich gesagt ein bisschen vor diesem Bandwurmnamen zurückgeschreckt. Naja, ich meine Julia von Anstetten-Sander von Anstetten-Sander von Anstetten, meine ich. Passt nirgendwo rein, in kein Formular. Nein, ich freue mich über meinen neuen Namen. Vielleicht kriegt ja dein Bruder noch ein paar Söhne. Dann ist der Name von Anstetten für die nächsten 100 Jahre gerettet. Wir arbeiten daran. Wie? Ihr sitzt hier noch rum? Ja, wieso denn nicht? Wieso? Ja. Ihr seid das Brautpaar. Ihr müsst den Tanz eröffnen. Ja, dann wollen wir die Leute mal nicht länger warten lassen. Oh wei. Darf ich bitten? Mit dem größten Vergnügen. Was ist denn hier los? Die beiden eröffnen jetzt den Tanz. Mal sehen, ob Tim sich noch an seine Tanzstunden erinnert. Komm, sonst verpasst ihr noch das Beste. Na komm schon. Tim als Fred Astaire, das hat man nicht alle Tage. Weißt du, dass heute der glücklichste Tag in meinem Leben ist? Wirklich? Oh Gott, diese Schuhe. Oh, warte. Oh. Danke. Oh. So glücklich war ich nicht mal, als du mir das erste Mal gesagt hast, dass du mich liebst. Da warst du auch schon glücklich? Klar. Aber als du heute Ja gesagt hast, nach dem ganzen Stress und der Angst. Welche Angst? Nur ich wusste ein paar Minuten lang überhaupt nicht, wo du bist. Ah. Oh. Oh Gott, oh Gott.
vielleicht viel getrunken? Aber das ist jetzt auch alles egal. Ja, vollkommen egal. Was du ja gesagt hast, war alles weg. Und ich war nur noch glücklich. Und das wird jetzt immer so sein. Ist doch traumhaft, oder nicht? Ich fand echt, es war eine Traumhochzeit. Trotz der Verrückten. Und in Mauritius vergessen wir die Alte sowieso. Da gibt's 3 Wochen lang nur noch Sonne, Strand und Meer. Ey, was ist das denn? Hat Christoph sich das ausgedacht? Wow. Schau mal. Sonne und Mond. Das sind wir. Wir müssen morgen unbedingt fragen, von wem das war. Aber bis dahin ist noch eine ganze Menge Zeit. Ja. Oh, das Bett, wie großartig. Oh. Du musst mich auspacken. Gern. Ich warte. Das dauert aber lange. Das war wirklich eine gelungene Feier. Von dieser Verrückten in der Kirche mal abgesehen. Ja, obwohl... Obwohl was? Ich hätte mir alles noch ein bisschen prunkvoller vorgestellt. Julia ist immerhin die Tochter eines mehrfachen Millionärs. Da hätte man noch ganz andere Sachen auffahren können. Klar. Aber mein Bruder legt ja angeblich nicht so viel Wert auf Äußerlichkeiten. Ich würde sowas ganz anders angehen. Ach ja? Natürlich. Aber ich habe ja keine Tochter. Insofern erübrigt sich das wohl. Wozu brauchst du eine Tochter? Wir beide, wir könnten unsere Hochzeit doch noch mal feiern. Wir haben in Frankreich doch nur standesamtlich geheiratet. Nochmal heiraten? Wir? Ja, klar. Na gut, einverstanden. Wenn du es schaffst, dass Herr de Meer uns sein neu erworbenes Anwesen dafür zur Verfügung stellt. Aber das wage ich zu bezweifeln. Julia?